Ja, mein Name ist Thoralf Onnasch, ich bin Geschäftsführer der Ostholsteiner Dienstleistungsgesellschaft. Als Ostholsteiner Dienstleistungsgesellschaft sind wir ein sogenanntes Inklusionsunternehmen. Das bedeutet, wir beschäftigen Menschen mit einer anerkannten Beeinträchtigung. Zu zwischen 30 und 50% unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen und sind Mitarbeiterinnen mit Beeinträchtigungen. Wir sind die Betreibergesellschaft des Hotels Seeloge hier in Eutin. Und das Hotel selber, vielleicht ist das noch interessant, wurde errichtet von unserer Muttergesellschaft, das sind die Ostholsteiner. Und die Ostholsteiner betreiben Werkstätten und Wohnstätten für Menschen mit Behinderung im Kreis Ostholstein. Ja, mein Name ist Jorge Schönherr, ich bin 29 Jahre alt, wohne seit 2023 in Eutin und bin seit dem 1.7.22 an der Rezeption in der Seeloge beschäftigt. Ja, meine Ausbildung habe ich abgeschlossen im Bugenhagen Berufsbildungswerk in Timmendorfer Strand. Das sind 3 Jahre gewesen. Davor war es eine 11-monatige vorbereitende Maßnahme. Ausgebildet wurde ich zum Fachpraktiker für Bürokommunikation. Dann hatte ich meine erste Arbeitsstelle in einem Online-Versandhandel in Göhl für 5 Jahre. Und aufgrund beruflicher Umorientierung, ich wollte mich gerne beruflich verändern, bin ich dann am Ende hier in der Seeloge gelandet. Schon sehr schwierig. Also das ist ja dieses Alltägliche, was jeder macht, Bewerbung schreiben, sich vorstellen. Hier und da kriegt man schon mal eine Absage, das gehört ja dazu. Aber ich hatte auch viel Unterstützung durch mein persönliches Umfeld, auch durch Integra. Die sind darauf spezialisiert, dass sie anderen Menschen bei solchen Dingen unterstützen, und das haben sie auch sehr gut hinbekommen. Ja, den Wunsch, wie jeder andere möglichst arbeiten gehen zu können, durch das, was man in seinem vorherigen Leben schon geleistet hat mit der Ausbildung. Man hat sie ja nicht ohne Grund gemacht. Genau. Ja, die Seeloge macht natürlich zuvörderst aus, dass wir ein Inklusionsbetrieb sind und hier Menschen mit und ohne Behinderung zusammenarbeiten. Dann wurde insbesondere bei der Errichtung des Gebäudes darauf geachtet, dass die Barrierefreiheit hier ein sehr großes Thema ist. Nicht nur für die Gäste, sondern natürlich auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir haben zum Beispiel Türknäufe, die ein wenig tiefer hängen als normal, damit sie auch von Rollstuhlfahrern bedient werden können. Wir haben in der Akustik darauf geachtet, dass die einwandfrei ist, damit auch Mitarbeiter, die ein wenig Probleme mit dem Gehör haben, mitgehen können. Wir haben Blindenleitsysteme, wir haben unterfahrbare Schränke bzw. Arbeitsplatten in der Küche zum Beispiel. Die Rezeption ist so konzipiert, dass auch ein Rollstuhlfahrer dort sitzen könnte und auch mal von der anderen Seite mit dem Rollstuhl ran kann und. Also ein inklusives Arbeitsumfeld ist natürlich erst einmal barrierefrei, also insbesondere zur Kompensation körperlicher Behinderungen womöglich, aber natürlich auch das Miteinander der Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Also dass die Kollegen und Kolleginnen wissen, wo die Einschränkungen ihres Mitarbeiters sind oder ihrer Mitarbeiterin, dass die entsprechend geschult sind und sich darauf einstellen können. Das ist ja für jeden anders. Wir haben also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gehörlos sind. Da muss man also darauf achten, dass man sie direkt von vorne anspricht und artikuliert spricht, damit das Lippenlesen funktioniert. Wir haben Mitarbeiter, deren Gedächtnis nicht so gut funktioniert. Da müssen die Kollegen eben einfach wissen, dass ich ihnen nur eine Aufgabe zur Zeit geben kann und nicht gleich 3. Also, solche Besonderheiten sind da dran, die dann von allen Kollegen und Kolleginnen beachtet werden müssen. Und dann natürlich zuallererst das gegenseitige Verständnis dafür, dass das hier nicht wie in einem normalen Betrieb ist, sondern dass man aufeinander auch Rücksicht nehmen muss und sich mehr unterstützen muss.
Ja, einmal dadurch durch meinen Wunsch, mich beruflich zu verändern natürlich. Ich bin durch die Zeitung tatsächlich darauf aufmerksam geworden, dass es hier ein Hotel eröffnet wird und dass es ein Inklusionshotel wird mit 40% an Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung. Und ich dachte mir, okay, ich hatte vorher nie was mit Hotels zu tun gehabt, aber ich kann gut mit Menschen, ich kann gut am Telefon, mit PC kann ich arbeiten und das, was man nicht kann, das kann man sich ja noch erarbeiten. Und dann habe ich mir gedacht, probierst du mal dein Glück, schickst eine Bewerbung hin. Ja, also dieser Betrieb erstmal, dass hier Menschen sowohl mit als auch ohne eine Einschränkung so Hand in Hand miteinander arbeiten können. Das finde ich ist schon mal was Besonderes und dass es auch so gut funktioniert. Was meinen Arbeitsplatz für mich noch so besonders macht, ist, dass wir hier ein, finde ich, ganz tolles Team haben. Ich verstehe mich so mit allen, wir verstehen uns und dass jeder auf den anderen achtet und dass wir uns alle gegenseitig unterstützen und uns so durch unseren Alltag gegenseitig begleiten. Herausforderungen, denke ich mal, gibt es jeden Tag. Also kein Tag gleich dem anderen, was ich auch sehr positiv finde, weil dann gibt es immer was Neues zu lernen. Und wenn man vor bestimmten Herausforderungen steht, kann man sich jederzeit Hilfe holen. Ja, wir haben Unterstützung erfahren über ein Förderprogramm des Landes Schleswig-Holstein bei Bau und Errichtung. Wir sind da noch gefördert worden von der Aktion Mensch, auch im Kontext Bau und Errichtung. Und als Inklusionsunternehmen kriegen wir einen finanziellen Ausgleich für Menschen mit Beeinträchtigung. Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil man kann nicht einfach so ein inklusives Unternehmen oder Inklusionsunternehmen müssen anerkannt werden, die müssen dann diese Quote bringen. Aber ganz allgemein ist Inklusion natürlich eine Aufgabe, die allen Akteuren auf dem Arbeitsmarkt ansteht, sozusagen. Ne? Also ich kann nur sagen, es wäre gut, wenn mehr Firmen Menschen mit Behinderung beschäftigen. Auf eine reguläre Art. Auch da gibt es ja für ganz normale Firmen regelmäßig Zuschüsse, zum Beispiel für die Umbauten im Zuge von Barrierefreiheit oder so. Also einfach mehr Mut, sich auch auf Mitarbeiter mit Besonderheiten einzulassen. Immer am Ball bleiben, würde ich sagen. Auch wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen blöd anhört, aber Okay. nicht aufgeben, Hilfe annehmen.